Herzlich willkommen zum Kalira Podcast. Ich freue mich sehr, euch hier zu begrüßen in dem neuen Format. Hier soll es darum gehen, euch Hintergründe zu zeigen, wer wir sind, was haben wir für Philosophien. Ich möchte spannende Gesprächspartner einladen. Wer weiß, was alles noch entsteht. Wir stehen ganz am Anfang. Es soll euch einfach einen Einblick geben hinter die Kulissen. Es soll ein Format sein, um zu zeigen, was wir machen und warum wir einen Mehrwert für die Welt generieren. Schön, bist du dabei und let's go! Mein Name ist Michael Moskoi. Ich habe vor 13 Jahren die Firma gegründet und mittlerweile sind wir ein wunderbares Team von tollen Menschen. Was ist die treibende Kraft dahinter? Das ist eigentlich Philosophie oder Motivation, anderen Menschen Starthilfe geben zum Kochen. Die Grundphilosophie hat sich in den letzten 13 Jahren nicht verändert. Das ist eigentlich meine treibende Kraft dahinter, den Menschen Starthilfe geben zum fein Kochen. Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Wege. Wie kommt man zu diesem Thema? Wie kann man fein kochen? Aber Gewürze sind dort wahre Aromaschätze und man kann mit ganz wenig wahnsinnig viel rausholen. Das macht das Gebiet so unglaublich interessant und natürlich auch, was für Qualitäten sind dort dahinter. Ein grosser Teil in dem ganz Innen ist natürlich, von wo haben wir die Sachen? Und mir ist schon damals als Koch sehr klar geworden, dass es wahnsinnig grosse Unterschiede gibt, wo ich meine Lebensmittel einkaufe. Zum einen ist es natürlich eine politische Entscheidung, also das heisst, da wo du kaufst, entscheidet, was für eine Welt haben wir morgen. Handkehrum aber auch, mit was für Menschen möchte ich zusammen arbeiten oder was für Menschen will ich im Zentrum haben von meinem Leben. Und dort sind natürlich die Bauern sehr zentral, so aber auch die ganzen Partner von uns, aber auch wer bei uns natürlich arbeitet und was für eine Philosophie kann man mitbringen. Und die Zusammenarbeit mit den Bauern ermöglicht uns natürlich eine Qualität zu erreichen, die einfach einen Unterschied bietet und wo man wirklich schmeckt. Also viele, die unsere Sachen kennen, sagen, hey, warum schafft ihr das, dass euch das Curry so intensiv ist. Das hat eigentlich einen einfachen Hintergrund, weil wir direkt mit den Bauern zusammenarbeiten, zum Beispiel mit der Familie Baume im Entlebuch oder mit dem Ueli im Mettmerstetten oder wir haben zum Beispiel vom Raselli im Buschlaf schöne Kornblumen und wir arbeiten auch in Österreich mit dem Hannes Binteritz zusammen. Das ist ein Bauer, der uns sehr lange schon begleitet und der wunderbare Qualität anbaut, zum Beispiel im Bereich Kümmelgewächs. Wir haben auch spannende Partner im Übersee, zum Beispiel Authentic Products in Madagaskar, das ist eine Frauenkooperative mit einer Madagaskarin und einer Französin, die das zusammen aufgebaut haben, oder eine Kooperative Podi in Sri Lanka. Das ist eine spannende Qualität auch, weil das ist so keine Massenware, das sind auch alles Kleinbauern, die sich zusammengeschlossen haben. Das bietet einfach geschmacklich einen Mehrwert. Das heisst, wir haben immer frische Ware, wir kennen fast alle unseren Produzenten oder auch zum Beispiel unser Bauer, den wir zusammenarbeiten in Mallorca, der Juan, er baut eine autochthone Paprikasorte an. Das heisst, wir kommen zu alten Sorten, die wir vielleicht schon kennen von uns, bei Pro Speziara, wo es aber auch einen Gewürzbereich gibt, die schlussendlich einen Mehrwert bieten für uns, für die Zusammenarbeit, aber auch für dich als Konsument, der noch die Produkte auch daheim in der Küche brauchen. Was können wir machen für das kulinarische Erbe der Schweiz? Wir leben zwei alte Handwerke, das ist Gewürzmüllerei und dann die Senfmüllerei. Ich fange mal an mit der Gewürzmüllerei. Die letzte Gewürzmühle ist 1984 zugegangen, seitdem ist der Bereich industrialisiert. Das heisst, all das, was wir kennen von Migros, Coop, dort, wo wir es kaufen, stammt eigentlich immer von der Industrie. Auch zum Teil von kleinen Labels, beziehen es halt aus dem Grosshandel oder von der Industrie. Dort machen wir einen Unterschied, das heisst, dort arbeiten wir direkt mit den Bauern zusammen. Plus, wir haben Handwerkstechniken, wo wir die Sachen aufspalten, wir sie säben, wir sie mischen. Ist sehr ein aufwendiger Handarbeitsprozess, was nicht zu unterschätzen ist, was sehr viele Stunden frisst und was aber auch einen Mehrwert bietet, weil wir halt Sachen, die ätherischen Öle, können aus diesen Kapseln rausholen und sich das nachher verbindet. Das heisst schlussendlich auch, dass die ätherischen Öle, die wir dort einfüllen, sich ja nachher über die Mischung eigentlich zu dir so ein bisschen wie als kleiner Schatz in diesem Döschen transportiert und auch du die ätherischen Öle kannst so erleben. Gewisse Kunden sagen auch, seit sie unser Curry zum Beispiel haben, braucht es viel weniger. Das hat eigentlich mit diesem Prozess zu tun. Zum anderen kommt natürlich dazu, dass wir heutzutage
durch unsere Berufsgattung, die wir verloren haben, natürlich auch Standardgewürze haben, wie alle Würste schmecken gleich, alle Lebkuchen schmecken gleich, weil halt eigentlich alle Bäcker und Metzger das einfach aus der Industrie bestellen. Wir arbeiten dort wieder mit verschiedenen kleinen Köchen oder Bäckereien zusammen, wo wir die Sachen herstellen dürfen und somit wieder ein bisschen ein Kulturerbe der Schweiz zurückführen. Die Senfmüllerei geht ein bisschen weiter zurück. Das ist von den Römern bei uns eingeführt worden. Das heisst, sie haben angefangen Reben zu pflanzen, sie haben angefangen Senf anzubauen. Warum Reben, fragt ihr euch. Das hat einen klaren Zusammenhang, weil ein Senf wird mit Verschü angemischt. Unsere Senfsaat stammt von der Petra in Oberstammheim vom Trottengarten. Im einen Jahr macht sie gelben Senf und im nächsten Jahr macht sie braunen Senf. Der Verschü stammt von der Bea Müller hier in Erlinsbach. Das ist gerade das Dorf oben an uns. Also somit eigentlich ein total schweizerisches Produkt. Wir haben eine historische Senfmühle nachgebaut. Durch die Senfmühle können wir in dem sogenannten Kaltmahlverfahren auf dem Granitstein den Senf vermahlen. Und somit haben wir ein Aromaerlebnis und auch eine Struktur, jetzt zum Beispiel von einem feinen Senf, wo man so eigentlich nicht mehr kennt bei uns. Wir kennen eigentlich nur den Industriesenf und die wenigsten haben schon mal einen Natursenf gehabt. Ein Natursenf ist auch durch den Fermentationsprozess ein lebendiges Lebensmittel und verändert sich auch ein bisschen. Es schafft. Und das sind wir uns nicht gewöhnt. Oder? Wir sind uns gewöhnt, dass immer alles gleich ist. Oder? Wir kaufen Senf und es ist immer gleich und verändert sich nicht. Senf ist ja ein total unkompliziertes Lebensmittel, kann nicht kaputt gehen, kann nicht schimmeln, kann sich einfach vielleicht ein bisschen im Geschmack verändern, indem die Essigbakterien vielleicht ein bisschen Überhand nehmen. Ja, und sagen wir nach 1-2 Jahren schmeckt er nicht mehr ganz so wie am Anfang. Ein wahnsinnig interessantes Gebiet. Senf hat man zwar schon in der Jungsteinzeit gefunden, in der Welschschweiz. Und es kann sein, dass die damals wirklich schon in dem frühen Ackerbau schon gewisse Senfsaat produziert haben. Aber natürlich, die Römer haben dann das halt im grossen Stil bei uns eingeführt. Es war damals ja etwas von wenigen, das scharf war. Also die braunen oder früher auch die schwarzen Senf geben. Die haben dann richtig die Senföl drin, wo so ein bisschen auch aufsteigen kann. Also das merkt man, wenn wir produzieren, das kann auch sehr fest in die Nase ziehen, so ein bisschen wie Wasabi. Und somit hat das ja, in der Kulturgeschichte der Schweiz geht weit zurück. Und durch unser Wirken können wir auch dem, ja, so ein bisschen gegen die Industrialisierung wirken und euch wieder ein Naturprodukt produzieren. Danke vielmals für deine Zeit und fürs Zuschauen. Wir machen das weiter hier. Es wird spannend. Lasst euch noch ein Like unten für den Algorithmus und dann freue ich mich aufs nächste Mal, dir ein paar Sachen zu erzählen oder auch einen spannenden Gast dabei zu haben für ein paar spannende Themen. Danke, ciao.